Der Wasserstand spiegelt wider, wie unsere Flüsse in Stress geraten. Unterwegs mit Klaas Striegelmeier, Hobbyschiffer in Bad Karlshafen. Manchmal nimmt er Touristen mit, vorausgesetzt die Weser ist noch schiffbar. Nicht mehr selbstverständlich. Wir haben hier zum Beispiel an dieser Stelle man kann hier praktisch zu Fuß durchlaufen, wenn man erwachsen ist. Und also da geht einem das Wasser dann bis hier. Ne? Und das ist schon deutlich spürbar in den letzten Jahren, dass es weniger Wasser geworden ist. Das mit dem wenig Wasser in der Weser bringt auch Bürgermeister Markus Dittrich in Not. Schließlich soll das Hafenbecken voll sein. Hat doch der neue Hafen 12 Millionen Euro gekostet. Was ihn beunruhigt, dass die Edertalsperre 80 Kilometer flussaufwärts gerade in trockenen Zeiten immer weniger Wasser liefert. Die Edertalsperre ist ja für den Weserzweck gebaut worden, zur Regulierung des Wasserstands hier auf der Weser. Einmal zur Regulierung, dass genug Wasser da ist, aber auch zum Hochwasserschutz. Deshalb die Weser ist eklatant abhängig von der Edertalsperre. Das merkt man besonders eben bei Niedrigwasser, wenn die Edertalsperre dann ihren Betrieb einstellt. Niedrigwasser in den Flüssen. Das einzige Mittel, diesem Wassermangel zu begegnen, sind Talsperren. In Hessen regelt das unter anderem die Edertalsperre. Auf diese Mauern drücken etwa 200 Millionen Kubikmeter Wasser aus einem der größten Stauseen Deutschlands. Mit diesem Wasser aus dem Stausee kann man den Wasserstand der Eder und Fulda regeln. Von dort fließt das Wasser in die Weser. Aus der Weser wiederum wird Wasser in den Mittellandkanal gepumpt. Dieser ermöglicht es Schiffen vom Ruhrgebiet bis nach Berlin Waren zu transportieren. Und der Edersee hängt damit unmittelbar zusammen. Unterwegs mit dem Betriebsleiter der Talsperre, Jörg Böhner. Wir sind in der Staumauer. Hier unten wird die Abgabe des Wassers geregelt. Noch muss der Betriebsleiter kein Wassermarsch machen. Im vergangenen Winter gab es genug Schnee und Niederschlag, auch für die Flüsse. Und dann haben wir jetzt zum Start in das Frühjahr eine volle Talsperre. Und gleichzeitig müssen wir auch wenig Wasser an die Weser abgeben, weil diese Niederschläge natürlich auch in der Weser gut ankommen und dann da auch ein ordentlicher Wasserstand ist, sodass da kaum bis gar keine Abgaben erstmal erforderlich waren bislang. So bleibt der drittgrößte Stausee Deutschlands voll mit Wasser. Zur Freude derer, die hier am See ihr Geld verdienen. Wie alle Stauwerke und Talsperren funktioniert die Edertalsperre wie eine Badewanne. Um den Ab- und Zufluss zu regulieren, lässt sich der Stöpsel ziehen oder verschließen. Nur was tun, wenn die Badewanne leer ist? So wie 2017 bis 2020. Absolute Tiefstände. 3 Jahre in Folge eine neue Qualität der extremen Klimaereignisse, bestätigt auch Tim Steger, ARD-Wetterexperte. Das Besondere ist vor allem im Sommer, es gibt zum einen stärkere Gewittergüsse, zum anderen aber auch längere Trockenphasen. Und gerade diese Dürreperioden führen zu Niedrigwasser. Das hat man in 2018 erlebt, als zum Beispiel die Schifffahrt eingestellt werden musste. Der leere Stausee hat Folgen. Einmal für die Wirtschaft. Auf der Weser und dem Mittellandkanal konnten teils wochenlang Frachtschiffe nur noch einen Bruchteil ihrer Ladungen transportieren. Es sind etwa 750.000 Tonnen Kies, die weserabwärts im Jahr von der Schifffahrt transportiert werden. Und die Alternative, das über LKWs durch die verschiedenen Orte hier an der Weser zu transportieren, das wären unzählige LKW-Ladungen. Und das ist ja auch unter dem Klimaaspekt wieder auch eine zusätzliche Belastung. Im Vergleich kann ein einziges Binnenschiff die Last von 100 LKW transportieren. Klimabelastungen auch bei der Ökologie. Niedrigwasser und Hitzewellen erwärmen das Wasser. Ab 25 Grad überleben manche Fischarten nicht. Es hat in den letzten Jahren teilweise Fischsterben gegeben, wenn die Talsperre sehr leer war. In den heißen Sommern war es dann so, dass dann zu wenig Sauerstoff im Wasser war, sodass dann einzelne Fischarten da Probleme bekommen haben. Kein Wasser, der See kippte um. Giftige Blaualgen im Edersee, das war im Dürrejahr 2018. Und im Folgejahr Blaualgen im schönen neuen Hafenbecken von Bad Karlshafen.
Und in diesem Jahr? Noch besteht keine Gefahr. Noch haben Seen und Flüsse genug Wasser. Erst wenn wieder Rekordtemperaturen drohen, wird es weitergehen mit trockenen Flussbetten. Ja, Dürre ist in diesem Jahr nicht das Problem, sondern die unglaublichen Wassermassen, die durch Starkregen runterkommen. Professor Schmid, Sie haben für das Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie eine Studie für Hessen veröffentlicht. Da geht es um Starkregen und Sie haben sich alle Orte in Hessen vorgenommen, wie sehr die betroffen sind und wo die Gefahren sind. Und die erschütternde Wahrheit ist, es gibt keinen sicheren Ort. Also man kann keinen Ort ausschließen, dass es dort keine Starkregenereignisse gibt. Das ist die erste Botschaft. Wir haben eine Starkregen-Hinweiskarte gemacht, findet man bei uns auf der Homepage. Wir haben allerdings auch noch mal die Vulnerabilität, also die Verletzlichkeit der Kommunen angeschaut. Und da sieht es dann schon wieder ein bisschen anders aus, da kann man differenzieren. Da gibt es schon Kommunen, die deutlich empfindlicher sind und verletzlicher sind. Die sind dann statt gelb-rot in unserer Karte. Also die sollten sich natürlich doch mal wirklich überlegen, ob sie etwas tun, um sich vorzubereiten auf Starkregenereignisse. Und die können sich dann an Sie wenden? Ja, wir machen, neben dieser Starkregen-Hinweiskarte gibt es auch noch eine Fließpfadkarte, die wird individuell für jede Kommune gemacht. Und die machen wir auch für alle Kommunen. Wenn sie sich an uns wenden, können wir das entgegennehmen und dann wird für sie sowas gerechnet. Wo ist überhaupt dieses Problem? Hitze zum Beispiel kann man sehr genau vorhersagen, aber Starkregen nicht. Woher kommt's? Das sind immer Gewitterzellen, die lokal sehr ausgeprägt sind und das ist sehr schwer vorherzusagen. Das kann man eigentlich nur 1-2 Stunden vorher genau sagen. Der Deutsche Wetterdienst macht ja diese Vorhersagen und das ist ein ganz großes Problem, dass wir hier diese Kurzfristigkeit der Ereignisse haben. Wir können uns da nicht langfristig darauf vorbereiten, wie zum Beispiel auf ein Flusshochwasser. Wir stehen ja hier am Rhein, da ist eine Vorwarnzeit von 12, 18 Stunden da. Also wir können das sehr weit im Voraus sagen, wann hier ein Hochwasser stattfinden wird. Beim Starkregenereignis, das geht von jetzt auf nachher. Und warum gibt es überhaupt dann so verstärkt Starkregen? Warum hat das so wahnsinnig zugenommen? Es gibt eigentlich 2 Gründe, warum es verstärkt Starkregen gibt. Also der Starkregen hat sowohl in der Intensität als auch in der Häufigkeit zugenommen. Der eine Grund ist die erhöhte Temperatur der Atmosphäre. Das ist eine ganz simple physikalische Gleichung. 1 Grad Celsius mehr Temperatur führt zu 7% mehr Feuchtigkeit in der Luft. Also warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kalte Luft. Und das regnet dann natürlich auch wieder ab. Und jetzt müssen wir wissen, wir haben schon 1,6 Grad Celsius mehr zur vorindustriellen Zeit. Also über 10% mehr Feuchtigkeit in der Luft. Das ist der eine Grund. Und der zweite Grund ist, wir haben zunehmend blockierende Wetterlagen. Das heißt, normalerweise ziehen bei uns Tiefdruckgebiete von West nach Ost übers Land und regnen sich dann ab. Und durch diese blockierenden Wetterlagen bleiben diese Tiefdruckgebiete stabil an einem Ort und regnen sich dann an einem Ort ab. Und das ist das Problem, was wir auch hier im Ahrtal hatten, 200 Liter Niederschlag in ein paar Stunden. Das kommt daher, dass einfach dieses Tiefdruckgebiet, diese Starkregenzelle stabil blieb an einem Ort und nicht weiter gewandert ist. Und dann eben diese unvorstellbare auch Verwüstung. Professor Moslehner, Sie sind ja der Mann der Zahlen hier bei uns in der Sendung. Das sind ja alleine Schäden, die auf 5 Milliarden Euro geschätzt werden. Jetzt hat die FDP einen Vorschlag gemacht und fordert eine Klimahaftpflichtversicherung. Ist das eine gute Idee? Ja, also grundsätzlich halte ich es für eine sehr gute Idee, diesen Versicherungsmarkt zu stärken. Denn es ist wichtig, dass durch die Versicherungsprämien sozusagen ein Signal erzeugt wird, wie hoch das Risiko an den einzelnen Orten ist, damit sich die Leute darauf einstellen können, beispielsweise beim Immobilienkauf. Aber wehe, wenn man jetzt ins Detail geht, denn es gibt ja Gründe dafür, dass an vielen Orten so eine Versicherung überhaupt gar nicht angeboten wird. Ja, also wenn man jetzt die Leute dazu verpflichtet, sich zu versichern, dann muss man auch die Versicherer dazu verpflichten, solch eine Versicherung anzubieten. Und dann ist man natürlich in einer komplizierten Lage. Was die Versicherer da nicht unbedingt machen werden, weil bei der Elementarschadensversicherung war es ja dasselbe. Viele haben es ja gar nicht bekommen. Richtig. Richtig. Also meiner Meinung nach muss man das jetzt angehen, man muss darüber reden, denn es kann nicht eine Dauerlösung sein, dass jedes Mal bei Starkregenereignissen der Staat so massiv einspringen muss. Also wir, die Steuerzahler, mal ganz klar gesagt. Also wir, die Steuerzahler.
Natürlich wird man hier eine Übergangsphase planen müssen, etwa den alteingesessenen Besitzer eines Hauses am Flussufer direkt mit horrenden Versicherungsprämien belasten zu wollen. Das ist sicherlich keine gute Idee. Aber eben wenn dann dieses Haus am Immobilienmarkt den Besitzer wechselt, dann sollte es die Signale geben, dass sich der Käufer vorher ein Bild davon machen kann. Interessanter Aspekt. Danke soweit. Tja, super viel erfahren. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt, kann ich euch dieses Video hier empfehlen. Und hier unten gibt es noch mehr von Max. Und wenn ihr gar nichts mehr verpassen wollt, einfach hier unten abonnieren und am besten auch noch mal die Glocke aktivieren. Also, bis zum nächsten Mal.